Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Autor. Ja, und Podcaster. Ich war wieder am QS-Tag und habe ein paar coole Folgen eingesackt und eine davon hört ihr heute. Übrigens solltet ihr, falls ihr noch nicht dort wart, unbedingt mal zum QS-Tag gehen. Ich finde eine grandiose Konferenz, die mich jedes Jahr aufs Neue erfreut. Aber jetzt zur heutigen Folge. Bei mir zu Gast war Katja Radom und mit ihr habe ich über das Thema Fehlerkultur gesprochen und wie uns das Thema bei Softwarequalität und bei unserem Ziel zufriedener User helfen kann. Eine gute Fehlerkultur wird gerne aufs Vision Board geklatscht. Aber was das konkret bedeutet, da endet es dann auch relativ schnell. Nicht so bei Katja, die das Thema wirklich mal durchdrungen hat und für uns hier aufbereitet. Aber hört selbst mal rein. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Katja, schön, dass du da bist. Hallo Richie, ich freue mich auch hier zu sein für die Gelegenheit, einfach mal über das Thema zu sprechen, was ich hier mitgebracht habe. Ja, das finde ich auch ganz spannend. Wir sind ja hier im QS-Tag, ne? Du hast gestern deinen Vortrag auch gehabt und bist heute schon entspannt und kannst die Konferenz genießen. Warst gestern wahrscheinlich auch entspannt, aber ist ja doch, Auftritt ist natürlich immer auch eine kleine Stresssituation. Ja, so ein bisschen kann man das auch, glaube ich, nicht ganz wegdiskutieren. So ist es, ja. Genau, und ich habe deinen Abstract gelesen und da stand schon in der ersten Zeile oben Fehlerkultur. Und da habe ich mir schon gedacht, da müssen wir eine Folge machen dazu, weil das wird ja immer so gerne erzählt, Fehlerkultur und wenn man dann irgendwie schaut, ist ja eigentlich dann eher eine Schuldkultur oder so. Und, wer war's, ne? Genau. Und da habe ich mir gedacht, nee, da lass uns mal drauf schauen, weil du hast dich mit dem Thema beschäftigt und warum eigentlich? Also ich mache ja schon seit sehr langer Zeit IT-Transformationsprojekte mit, auch aus den unterschiedlichsten Perspektiven. Also natürlich auch Testing, Testmanagement, Qualitätssicherung. Aber mein anderes Standbein ist IT-Service-Management. Da bist du auch oft mit User-Helpdesk und solchen Themen auf Projekten unterwegs. Und ich habe auch als IT-Projektleitung schon öfter fungiert. Und da habe ich von den verschiedenen Blickwinkeln gemerkt, dass das genau so ein Thema ist, was eigentlich anzeigt, wie es eigentlich um den Erfolgs- oder die Erfolgschancen des Projektes steht. Also wie geht eine Organisation mit Fehlern, und in diesem Fall, weil ja hier Software QS-Tag auch im Zusammenhang mit Software-Defects-Fehlern um dann zu sagen, okay, die gehen so damit um, das könnte einen Rückschluss auf die Kultur geben und vielleicht kann ich da noch was verbessern. Ah, sehr spannend. Also da hast du gedacht, du beschäftigst dich mal intensiver mit dem Thema. Ja, hol uns da mal rein. Was war denn so deine ersten Berührungspunkte, wo du dann gemerkt hast, da steckt was drin? Also im Grunde waren das immer die Situationen auf den Projekten, wo man gedacht hat, das ist unangenehm. Also auch menschlich so, ne? Also wenn jetzt beim Software-Testen zu bleiben, du hast einen Defekt gefunden und gehst zu einem Entwickler und der versteht dich nicht oder der ist gestresst und du kommst jetzt noch mit dem nächsten Thema. Und dann sind das ja eigentlich ganz oft zwischenmenschliche Themen. Und ich finde auch immer, Prozesse und Tools sind ganz, ganz wichtig. Braucht man ja auch wir können nicht nur Dinge in Stein meißeln oder auf Papier schreiben. Aber wenn die Kultur nicht stimmt, dann ist das nicht so wirksam, wie es eigentlich sein könnte. Mhm. Also heißt, die Kultur ist nicht alles, aber ich glaube schon viel wichtiger und auch Beschäftigung wert. Mhm. Was zeichnet denn da eine gute Kultur aus? Ja, also erstmal ist wichtig, man muss offen auch über Fehler reden können. Man muss, glaube ich, am Anfang des Projektes auch definieren, was passiert, wenn wir Fehler finden. Ne? Also das ist gar nicht schlimm. Ich glaube, man muss am Anfang so den Ton setzen. Deswegen habe ich das gestern auch immer in dem Vortrag mit Change Management, also People Change Management, in Verbindung gebracht, dass du wenn du am Anfang mal vielleicht mit allen sprichst, was bedeutet das für euch? Ist das schlimm für euch, einen Fehler zu machen oder zu finden? Und auch jetzt natürlich auch übertragen dann auf die Software. Wenn ja, wie können wir das ändern? Und wenn alle schon am Anfang wissen, okay, ich kann jetzt hier auch mal 30 Fehler finden oder 30 Fehler machen, das ist nicht so schlimm, weil wir wissen als Team, wir ziehen ja alle an einem Strang in die gleiche Richtung hoffentlich. Mhm. Und man wird es nie ganz ausschalten können, dass es unangenehme Situationen gibt. Aber ich glaube, wenn man sich mit beschäftigt, dann kann man schon was verbessern. Mhm. Es ist ja so,
Also Fehlerkultur oder was du auch sagst, wie gehen wir mit Fehlern um? Das ist ja am Anfang immer auch leicht gesagt. Und man schreibt das dann, wir sind eine offene Kultur, wir sind da ganz transparent, bis dann der erste Fehler da ist. Ja. Wie können wir denn das sicherstellen, dass das auch in der Praxis wirklich ankommt? Also was du jetzt gerade gesagt hast, erinnert mich an den Begriff Schrankwehr. Ich erstelle irgendwas, eine Teststrategie oder ein Projekthandbuch und sage, wir wollen da eben offen mit umgehen und alles ist gut. Und wenn dann wirklich was passiert, dann vergisst man das ja auch ganz schnell. Und je nachdem, in welchem Umfeld du bist, also es gibt ja im agilen Umfeld auch die Retroperspektiven, dann kannst du das ja auch vielleicht mit aufnehmen. Oder wenn es nicht agil ist, kann man in regelmäßigen Abständen sich mal zusammensetzen und sagen, wie lief's? Und wenn du es auch richtig verankerst, auch in der Projektorganisation bis rauf zur Projektleitung und den Stakeholdern da oben, dann kann man auch mal sagen, ich habe festgestellt, wir haben zu viel Friktion jetzt, weil da eben auf der Ebene was nicht klappt. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz innehalten und gucken, was wir ändern können. Mhm. Wie ist denn so deine Erfahrung? Also was mir sofort einfällt, ist, dass ja manchmal auch durchaus die Manager nicht die Lösung sind, sondern das Problem. Ist auch vielleicht ein Teil der Fehlerkultur, dass man immer, also ich wollte ja alles richtig machen, aber ich konnte ja nicht, weil, also ich glaube, auch da gilt, man muss miteinander reden und versuchen immer, den anderen zu verstehen. Gestern kam eine Frage, auch so internationales Umfeld, andere Kulturen. Und das gilt aber, glaube ich, nicht nur für andere Länder, sondern auch andere Rollen, zum Beispiel andere Verantwortlichkeiten. Und wenn man einfach so ein bisschen versucht, zumindest zu gucken, was ist eigentlich jetzt von dem Manager die Aufgabe? Was hat der denn für Ziele? Was habe ich für Ziele? Vielleicht ist das ganz unvermeidbar, dass das irgendwo clasht. Dann ist es auch einfacher, damit umzugehen, als wenn man immer denkt, der andere ist genau wie man selbst. Also das Reinversetzen auch in andere Personen in dem Umfeld ist, glaube ich, da auch einfach hilfreich, zu verstehen, was haben die eigentlich für einen Kontext, in dem sie agieren und so, um das besser verstehen zu können. Ne? Und im Zweifel einfach auch mal nachfragen. Ja. Gerade wenn es sowieso schon Konflikte gibt, kann man eigentlich nicht viel verlieren. Ja. Da wird man nicht immer eine Antwort kriegen, aber wenn man nicht fragt, kriegt man ja auch keine Antwort. Ja. Also deswegen versuche ich das dann auch immer. Klappt nicht immer, gerade wenn man selber gestresst ist. Ja, aber ich arbeite dran und das ist, wenn man es macht, wirklich gut. Ja. Jetzt, weil du gerade gesagt hast, auch so der internationale Vergleich, es gibt ja diesen Stereotyp im deutschsprachigen Raum, also die Wiener, das sind die Grantler, die auch immer negativ sind und in Deutschland, da ist man auch immer so Bedenkenträger und gleich Schuld zuweisen und bloß nicht schuldig ist. Was ist denn das so dein Eindruck? Ist das wirklich so, gerade wenn man sagt, okay, die Amis, die feiern ja ihre Fehler irgendwie und ist das wirklich so oder ist das nur in ihr Glaube, den wir so ein bisschen haben? Also die Antwort ist eigentlich Jein. Ein klares Jein. Klares Lein. Ich denke, so eine Schubladen kommen ja irgendwo her, ne? Und ich glaube, so ein bisschen ist was dran, aber man kann es sich ja auch einfach machen und steckt die Leute einfach in die Schublade und hinterfragt gar nicht weiter. Und ich bin auch privat in einer internationalen Beziehung. Und da gibt es ja auch 2 Kulturen und das kann man auch so ein bisschen auf die Arbeit übertragen. Ja, die Schubladen gibt es irgendwo und es gibt zum Beispiel die Amerikaner, die viel feiern oder gerade die Norddeutschen, ich bin ja Norddeutsche, wird auch oft gesagt, sind immer so ernst. Trifft jetzt auch nicht auf jeden zu. Ja, man muss einfach neugierig sein und gucken, was ist da eigentlich. Man vergleicht quasi das Gegenüber gegen die Schublade. Ne? Also da mal genauer das muss man schon machen. Ne? Ja. Du hast jetzt gesagt, dass eine Sache, um quasi die Fehlerkultur auch zu verbessern, ist ja, dass ich am Anfang auch mal klar zu machen, was heißt für uns ein Fehler, wie gehen wir damit um, wie kommunizieren wir das? Was hast du da noch andere Tipps, wie wir Fehlerkultur verbessern können? Also ich glaube, jetzt mal was weg von der menschlichen Kultur. Es ist auch wichtig, dass auf größeren Projekten, wo ich ja hauptsächlich zu Hause bin, das auch in ein übergreifendes Qualitätsmanagement einzubinden. Das heißt, wenn ich nicht das Finden oder besser noch Vermeiden von Fehlern immer so, ich sag mal, im Maschinenraum unter ferner Liefen verorte, sondern sage, das ist eigentlich essentiell für unseren Projekterfolg und das in so einem Qualitätsmanagement auch in ein Quality Gate mit einfließen lasse, dann gewinnt das viel mehr Gewicht und dadurch, dass das an Gewicht auch für die Entscheidung im Projekt genutzt wird, sind auch alle Akteure, die jetzt testen oder Dinge fertig programmieren, damit sie getestet werden können,
da entsteht, glaube ich, eine ganz andere Dynamik, als wenn man immer denkt, wir machen immer einen Report, aber den liest irgendwie keiner. So, und das ein bisschen wichtiger machen. Und das passiert schon öfter, gerade auf größeren Projekten. Vielleicht kann man das auf kleineren, ohne formalen Quality-Gate-Prozess auch mit einbauen. Ja, auf jeden Fall in Aspekten daraus. Ne? Das genau, ist dann nicht one size fits all, ja, genau. Aber in Teilen. Ja. Man sagt ja auch immer, wir müssen ja auch aus Fehlern lernen. Ne? Das ist ja auch immer so eine Floskel. Ne? Und wenn man dann so, also häufig Projekte, wenn ich da hinkomme, da lernt keiner aus Fehlern. Das wird dann irgendwann, da kommt der Bug abgeschlossen und dann guckt ihn nie mehr irgendwer an. Ne? Also auch nach dem Projekt, da wird nichts mehr gemacht. Wie sind da so deine Erfahrungen? Oder wie kann man denn das fördern, dass wir aus Fehlern auch lernen? Also was du ja brauchst, um das zu analysieren, also seien es jetzt die Bugs und die Defects oder die Fehler, die sonst so im Team, in dem Projekt passiert sind, dafür brauchst du ja Zeit. Und die Zeit muss man sich irgendwie einräumen. Die ist häufig dann nicht genau in dem heißen Moment, wo alles, also Zeit, manchmal ist es ja auch beim Testen, hatte ich gestern auch in dem Vortrag gesagt, Go-Live-Termin ist sehr oft in Stein gemeißelt und dann passiert irgendwas, dann hat man vielleicht doch weniger Zeit zum Testen. In dem Moment schafft man es vielleicht nicht immer. Aber wenn man sich dann die Zeit nimmt, muss ja jetzt auch nicht gleich ein dreitägiges Off-Site oder sowas sein, sondern auch im kleinen Rahmen und das dann in den nächsten Sprint oder den nächsten Projektabschnitt mit reinnimmt, man spart dann nämlich wieder Zeit, weil du machst die gleichen Fehler ja nicht alle nochmal. Aber das ist halt so ein bisschen, man will immer den sofortigen Erfolg und vergisst das dann. Aber wenn man es mal macht, lohnt sich schon. Ja. Also ich finde das auch immer, das ist gar nicht so einfach, das in die Praxis zu bekommen, weil das nach dem Projekt ist vor dem Projekt, ne? Und diese Zeit einzuräumen, das ist oft ein Lippenbekenntnis, ne? Aber dann krankt es dann halt auch manchmal. Also ich glaube, das Wichtige ist, man muss so ehrlich sein. Und wenn ich jetzt sage, das ist alles sinnvoll und gut, muss man so ehrlich sein, zu sagen, das funktioniert ja auch nicht immer. Aber es funktioniert ab und zu mal. Und wenn man es, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, wenn ich es gar nicht mache, dann kann es nicht funktionieren. Und da muss man sich auch manchmal gegenseitig dann motivieren und das auch in der Projektkultur, in den Entwicklungsteams, Produktteams auch mit verankern. Es sind ja gerade, das würde mich jetzt interessieren, auch wir sagen ja immer Kommunikation, auch über Fehler und da Feedback und Kritik äußern und diese Dinge, die spielen ja da alle mit rein. Aber wir sind ja jetzt gerade gesellschaftlich in einem Zeitgeist, wo Kritik jetzt nicht so en vogue ist, ne? Sondern eher so ein bisschen ein Kuschelkurs, bloß nicht anecken, den anderen bloß nicht irgendwie in seiner Komfortzone berühren, weil der könnte ja dann irgendwie angepisst sein oder was auch immer, na? Oder das eskalieren. Na? Also, da ist man ja auch schon sehr vorsichtig mit Dingen häufig, die man sagt. Und wie nimmst du das wahr und wie können wir dem denn ein bisschen das lockern, dass wir da ein gutes Feedback wieder auch kriegen? Das finde ich eine ganz tolle Frage. Also ich finde, das muss man auf jeden Fall auch drüber nachdenken. Ich habe aber festgestellt, dass das, was ich in der Welt eben auch so beobachte, auf den Projekten sich nicht immer 1:1 widerspiegelt. Und du triffst ja irgendwann in so einem Projekt das erste Mal aufeinander, ne? Und dann sind das ja eigentlich irgendwann mal Leute, die sich so noch gar nicht kennen. Und man muss sich erst mal kennenlernen. Und dann muss man, glaube ich, auch selber versuchen, die Botschaften, also ich kann ja einen Inhalt in verschiedenen Arten rüberbringen. Und je mehr, ich sage jetzt mal Sprachen oder Ausdrücke ich kenne für das, was ich eigentlich rüberbringen will, und die Person, ich würde auch nicht an Tag 1 jetzt gleich die große Kritik anbringen, weil du weißt ja gar nicht, wie der andere das aufnimmt. Aber wenn ich jetzt jemanden länger kenne, dann bin ich ja schon in der Lage, die Botschaft etwas anzupassen, ohne den Inhalt zu verfälschen. Und ich glaube, Knallen kann man nie ganz vermeiden. Ja, stimmt. Ja, leider. Genau. Ja. Aber den anderen mal kennenzulernen und mal zu wissen, wie man den da auch ansprechen kann, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtig. Definitiv. Und dafür musst du natürlich offen sein. Ne? Ja. Also das hilft auf Projekten. Jetzt hat man ja selber auch so ein Ego. Und dann kommt jemand und sagt einem, du hast was falsch gemacht. Wie kann ich denn an mir selber arbeiten, dass ich das gut nehmen kann und nicht dann beleidigt bin,
resignierend rumschreie oder was an die Wand werfe oder so. Hast du da einen Tipp für uns, damit wir dann selber ein bisschen auch wohlwollend drauf einlassen können? Also das ist wahrscheinlich Typsache. Ich kann jetzt erzählen, was bei mir so funktioniert. Manchmal versuche ich dann einfach erstmal zuzuhören und den ersten Impuls erstmal so ein bisschen zu unterdrücken. Und nach einer Zeit, sei es jetzt, je nachdem, was die Botschaft war, vielleicht nach ein paar Minuten, manchmal aber auch erst am nächsten Tag, guckst du ja schon wieder mit anderen Augen drauf. Wahrscheinlich gibt es immer Situationen, und kenne ich auch, wo man sozusagen so harsch konfrontiert wird, dass man da zu wenig Zeit hat, sich darauf einzustellen. Aber deswegen sage ich, es ist Typsache. Also das gelingt, glaube ich, nicht jedem, aber damit bin ich immer am besten gefahren. Oder wenn man es einfach mal aus Versehen, sag ich mal, rausgelassen hat, einfach hinterher sagen, du, es tut mir leid, dass ich da so dich überfahren habe. Lass uns doch nochmal drüber reden. Also finde ich beides total spannend, weil die also so mit Entschuldigen, da tun sich, glaube ich, einige auch schwer. Ich merke auch manchmal, ist nicht immer so einfach, dann über seinen Schatten da zu springen, aber dieses einfach mal runterzukommen nach so einem Feedback, das finde ich, das hilft mir auch total. Also wenn man vor allem eine Nacht drüber schläft, am nächsten Tag die Welt schon wieder ganz anders aus. Also ich habe mal irgendwo, und ich kann dir nicht mehr sagen wo, etwas gelesen, und das ist eigentlich so der Hintergrund auch von dem Gedanken, dass man sich sagen soll, okay, jetzt habe ich mich über was geärgert. Welche Relevanz hat das morgen noch für mich? Ist immer noch genauso ärgerlich. Wie ist das in der Woche? Wie ist das im Monat? Was ist in einem Jahr? Und wahrscheinlich sagst du schon beim Monat, in einem Monat ist mir das total egal. Und das hilft so ein bisschen, einen Schritt zurückzugehen und das so ein bisschen neutraler zu betrachten. Ich glaube auch eine Sache, die man immer wieder auch da mit reinnehmen muss, ist ja so, was hat man denn selber auch in Kontrolle eigentlich? Wo kann ich denn eigentlich was ändern und was für mich annehmen? Und wo ist es eigentlich ein Problem vom Gegenüber? Und dann kann man es ja vielleicht auch dort lassen. Ne? Also. Und ja, das ist auch immer ein guter Tipp, weil oft ist es ja auch eine Botschaft des anderen über das innere Leben von dem anderen. Ja, ne? Genau. Ja, stimmt. Das ist aber, was Peter über Paul sagt mehr über Peter als über Paul. Ne? Das kenne ich auch, den Spruch. Das ist mir gerade eingefallen, ja. Jetzt, wenn Sie so Fehlerkultur im Team, wir haben jetzt hier in der Community viele Testerinnen, Tester, die das jetzt hören, und denken, ja, da könnte man bei uns jetzt auch was machen. Aber wie fangen wir denn da an? Hast du da so einen Tipp, wie man jetzt aus dem Alltagsgeschäft heraus da mal so einen Impuls setzen könnte? Also ich glaube, am einfachsten ist es, wenn man wirklich am Anfang von einem Vorhaben oder einem Projekt ist oder in einem Team neu zusammenkommt. Aber die Luxussituation hat man natürlich nicht immer. Und dann ist wirklich eine gute Frage, wie gehe ich es am besten an? Also es kommt, glaube ich, auf die Teamkonstellation an und muss wahrscheinlich auch sensibel angegangen werden. Denn wenn ich sage, ich sag mal als Tester, habe die Idee, ich möchte das besser etablieren mit der Fehlerkultur und gehe dann um alle rum zu meinem Projektleiter zum Beispiel und der wiederum trägt es ins Team und guckt mich dabei immer an, dann kann das ja auch vielleicht schlecht aufgenommen werden. Also ich glaube, es macht Sinn in der Gruppe und in agilen Teams ist das wieder ein ganz anderes Setting als in Hybrid- oder in Wasserfall-Teams. In den verschiedenen Gelegenheiten, in denen man sich mal austauscht, vielleicht auch mal so zu sounden, ne? Mit jemandem, mit dem man gut vernetzt ist und dann im Idealfall auch mehrere dafür zu gewinnen. Und vielleicht einfach auch mal ausprobieren, ne? Was machen wir heute? Funktioniert das für uns? Wenn nicht, was können wir ändern? Und niemals alles auf einmal ändern, weil das ist, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Ja, das kann nicht funktionieren, ja. Sehr toll. Katja, vielen lieben Dank, dass du hier seine Insights mit uns geteilt hast. Geshared, hätte ich schon fast so neudeutsch geteilt. Englisch. Finde ich ganz toll, dass du auch das Thema so bearbeitest, weil ich glaube, da können wir alle auch noch was lernen davon. Ich danke dir schön, dass du da warst. Ja, das hat mich gefreut, dass wir jetzt darüber auch nochmal gesprochen haben und ja. Vielen Dank. Ja, danke auch. Und dann gute Restkonferenz und gute Heimfahrt heute. Danke, Richie. Tschüss. Tschüss.